Hey ho und herzlich willkommen hier in Yoraikos Staubstube zu Pokémon Reborn. Heute mit einem etwas orange gemütlichen Licht im 3-Tage-Look und mit diesem 7-Sterne-Team. Das wird doch eben einmal heilen. Man könnte sagen, wir haben ein paar niederreisende Parts hinter uns. Ein paar beinahe schon deprimierende Pokémon Reborn Parts. Aber heute tanken wir etwas Energie und satteln wieder auf die Straße des Erfolgs mit Gotta Love It. Warum ist das in unserem Team? Hier auf Route 1. Hinaus. So. Pandaweed? Nein. Ja, erweist sich doch immer als nützlich. So, das ist unser Team. Wir haben Route 1 erkundet und das werden wir jetzt fortführen. Vor diesem stattlichen Gebäude bauen wir uns auf und bereiten uns darauf vor, es zu betreten. Serena darf noch etwas weiter unser Team anführen. Und ansonsten haben wir ja alles erkundet. Ich bin heute wieder etwas gemütlich veranlagt und hoffe, dass wir jetzt auch die großen Verluste hinter uns lassen können. Erst einmal. Naturzentrum. This center is the local extension of a breeding project. Using samples raised by the breeding center on Asherin Island, we work day and night to restore the wild Pokémon to Reborn. Although we haven't heard from the Assurance Center in quite a while. I do hope nothing's happened. Yeah, about that. Die Insel ist erledigt. Oh, are you trying to make your way through the local forests? You'll find this to be helpful. 8 honeys, thank you. If you need more, you can buy them at a certain flower shop in Reborn City. Or otherwise, one of the oddballs who lives in the woods here can sometimes be convinced to part with them. Ja, dankeschön. Our studies show that Buffalo tend to be the most standoffish of the Pokémon around here. They have a tendency to charge about uncaringly. In fact, when they do so, they often neglect to steer and end up crashing into or displacing other objects. Hint, hint. This center is for wildlife research and the preservation of Pokémon species in nature. We keep close watch on the natural activity of all the Pokémon in this area. Das ist auch eine sehr wichtige Aufgabe. Vielen Dank. Given the constant conflict among the wild Pokémon, we've observed that the Pokémon tend to be thankful to those who help them overcome their opponent. For instance, the towers here will even be so kind as to allow a human who helps them to ride on them. Und auch hier ein Hinweis für das eigentliche Gameplay dieser Route. Many of the Pokémon around here are in constant competition. It's quite interesting. Tauros and Bufferland constantly butt heads, literally, for dominance over the Miltank and land. Even in the forests, many bug types will engage each other for control of resources. Ultimately, we seek to restore equilibrium to the region. But perhaps we shouldn't have introduced these species to the area together. Nachher ist man immer schlauer. Man kann sie ja immer noch alle abschießen. Many of the Pokémon in the forests are drawn to the scent of honey produced by the combi in the woods. So popular is this nectar that Pokémon with a particular taste for it, Heracross and Pinsir, will often fight each other for it. Danke dafür. Wir gucken einmal durch die Ferngläser. Through the binoculars, a waterfall can be seen pouring down into the city. An elegant cabin rests above it. Diese Cabin werden wir sicherlich noch besuchen. Through the binoculars, a small cabin in the woods can be seen. A Pikachu is sitting on top of it. A small city can be seen on the cliffs above. There's no activity whatsoever. The streets are entirely empty. Seltsam. I got a job here as an intern, but putting together data on the environment is way less interesting than I thought. I thought I'd be out touching the grass, but here I am, cranking away in application development.
When they asked me for a password, I should have just told them all field app. If I'd done that, I wouldn't have had to bother collecting information on things like field effects. I could just lay down in the grass and become one with the earth like I was meant to. Danke für diesen Hinweis fürs New Game Plus. Erstmal eine High Potion runtergeswaffelt. Wir sind hier unter uns. Milk tank produces milk very slowly normally, but given proper diet and conditioning, the process can be sped up exponentially. Our milk tank prefer and are conditioned to an orange diet, that is, orange berries. Consequently, when given one, they produce their milk rapidly. Danke auch für diesen Hinweis. Ein Zentrum voller Hinweise. Dankeschön. We keep track of the milk tank here for breeding purposes. After all, we don't want the population to spiral. We are just trying to keep it in balance for now. Okay, hier steht einfach so ein Computer rum, ohne Kabel. Sehr fortschrittlich. Muss vielleicht ein Laptop sein. We've attempted to capture some of the bug types in the forest to study them further. But when they are engaged in combat with each other, it seems they are impossible to catch. Their focus is honed to the point that they can easily deflect any ball. Unfortunate. Sogar ein Meisterball? Wow. Dadgummit, I dropped my glasses while doing research in the woods. It's a miracle I made it out of that stupid forest maze, but now what will I do? Aiko handed over the tech classes. By golly, that's them! Miracles rain down on me! Oops! Maybe I shouldn't make talk of miracles in a studious place like this. Anyway, why don't you take this? Aiko obtained a department store sticker. Heracross, klasse. Mehr Items zu kaufen. Now to get back to work, or find another. Excuse not to. Ja. Super. Danke. Ach, da geht's ja noch weiter. Es ist 12 Uhr nachts. Wir machen heute eine späte Session. I'll take that. Did you know there's a certain Pokemon that evolves only when you want it not to evolve? Ain't that crazy? This is the kind of stuff I live for. Now we need to figure out why it does that there, not in other regions. Ich weiß, welches gemeint ist, aber mir fällt der Name nicht ein. Das ist eins der neueren. Reborn's environment has been desecrated, so there's no longer many places to grow berries. The forests around here are a bit of an exception. Nehmt doch den Berry Lord. If you find a spot to grow berries, feel free to use it. On another note, there are also a variety of sun trees that have been lost in this area. We never mind passerby cleaning up, so if you find something, help yourself. To the tune, you might find this to be of some use. Oh, der Item Finder, dankeschön. Der ist sehr nützlich, um versteckte Items zu finden. Das werden wir auch mal tun. Hi. The Asherin Observation and Breeding Facility has been beyond tardy in their shipments of Pokemon for reintroduction. We were scheduled to re-establish the Dunsparce population last month, but there's been no word from them. It is a poor substitute, but trainer, should you encounter any Dunsparce, please consider donating them to us. I will offer you a young Pokemon in return. We had planned to reintroduce them to the wild before, but were forced to cancel that operation. Ja, nimm mal bitte meine Eier. Gut. I understand. I see. This will be a great boon. Thank you. Ciao, Dunsparce. Oh! Hi! Take good care of Tyrogue. Yeah, this will be an excellent addition to the population's re-establishment. Thank you. Ah, hello again. Have you come to donate a Dunsparce to us? No. Gut. Den behalten wir auf jeden Fall auf der Ersatzbank. Der wird noch nützlich werden. Noel? Hi. Gut.
Wir haben das Research Center conquered. Und damit auch Route 1. Also geht es jetzt nur noch Richtung Osten, um zu sehen, was da so auf uns wartet. Northwoods. Waren wir hier schon drin? Ich fürchte nicht. Oh, High Pass. Ein weiterer Versuch? Nein. Danke, Serena. Wie immer gnadenlos. Gibt's hier irgendwas? Hi. Mensch. Celestine Mountain Cave Stuff. Ich muss einmal gucken, ob wir hier überhaupt sein können. Ja, nicht, dass ich hier in irgendwelche Bugs reinrenne. Den nehme ich aber auch gerne mit. Jawohl, Biertick. Oh. Okay, das wird nichts, Serena. Komm einmal zurück ins Team. Okay, wir haben ihn bereit. Komm schon, Biertick. Danke. It freezes its brief to create fangs and claws of ice to fight with. Cold northern areas are its habitat. Muss einmal nachschauen, ob wir hier regulär überhaupt hin können. Nee, können wir nämlich nicht. Und dann ist es blöd, da jetzt einfach reinzugehen. Ja, gut. Vergessen wir ganz schnell wieder. Was gibt's hier so? Oh, hallo. Guten Tag. Das ist neu. Oha. Das ist schon ein bisschen süß. Auch wenn es das Franchise-Trope ist. Oh, was passiert jetzt? Volt Tackle. Okay, dankeschön, Pikachu. Ja, hier habt ihr offensichtlich das Sagen. Und das respektiere ich. Oh, da ist eure Chefin. Hi, random person who just walked into my house. My name is better left unsaid, but if you must know, I am Sir Elvillain New Ask-E der Dritte. You can just call me New. I created Reborn's PC server system-y stuff, but now I just live out here. Anyway, want me to heal you, Pikachu? No. Remember when in doubt, eat it. Speaking of eating, if you have any foods to spare, I'll be happy to take them off your hands. Oh, is that candy you have there? Yes. I go hand it over the peppermint. Ah, parsimonious peppermint. Neo ate it all in one bite. Delicious. Here, as thanks, have some honey. The wild combi around here make it, and sometimes Pikachu find extra and bring it home. If you rub it on the bark of a tree, you may even attract special Pokémon. Or you could just eat it. Free honeys. Anyway, want me to heal you, Pikachu? Ja. Nein, ich habe kein Candy mehr. Dankeschön. All better. Dankeschön, Pikachu. Okay, cool. Ich möchte auch ein Haus, wo ich meine ganzen Pokémon drin abstellen kann. Kriege ich aber wahrscheinlich nicht. Gut. Damit ist er so gut wie unser. Schade. Adios, Serena. Ich
Ich hole mir jemanden, der vielleicht etwas geeigneter für den Job ist. Nichts für ungut. Gut. This Pokémon lives in caves and volcanoes. The fire within the tuft on its head can reach 600 degree Celsius. Stuff. So, hören wir mal auf, hier rumzutrödeln. Agatha City Checkpoint. Agatha City, a tradition of purity. Purity. Gut. Ein sehr logischer und gut konstruierter Moment in Pokémon Reborn. Die Stadtwachen schlafen, das Tor ist zu. Draußen wissen es die Leute und keinen interessiert's. Dass mal irgendjemand nach Reborn City geht und sagt, du, die einzigen Stadtwachen, der einzige Zugang zu Agatha City ist blockiert, die Wachen schlafen. Mal irgendwas machen? Nee, das passt schon. Die bleiben da einfach liegen. Hätte ja jemand wenigstens eine Decke über die Typen legen können. Nicht in der eiskalten und antisozial ausgerichteten Region Reborn. Route 1, Reborn City, Agatha City, Vanhanan Castle. Something is written at the bottom. Fern was here, Yoraiko is a loser. Genau, das kennen wir schon und wir gehen nach Vanhanan Castle. Das ist unser Ziel. Ob wir es mögen oder nicht. Vanhanan Labyrinth. Ha, dachte es mir doch. Kekleon, dich brauchen wir nicht. Niemand liebt dich. So wie mich. Ja, gehen wir einfach erstmal durch. Ein Ponyta. Ein Galopper habe ich zwar schon mit meinem Mistress-Spielstand. Das wird dann in Episode 18 wieder in die Familie geholt, aber bis dahin für die Sammlung und den Pokédex-Eintrag könnten wir mal auf Tuchfühlung gehen. Komm, Serena, geh auf Tuchfühlung. Sehr gut, das ist genau das richtige Maß. Hast wieder einmal Feingefühl bewiesen, Serena. Gut. A Ponyta is very weak at birth. It can barely stand up. Its legs become stronger as it stumbles and falls while trying to keep up with its parent. That's cute. Zack. Field Effect Readout. Okay. Rein da. Vanhanan Castle. Scheint mir eine Pokémon-Arena zu sein. Hello, Challenger, and welcome. Please follow me. Hallo. Brian. Pet Umbreon? Yes. Umbreon. It hardly reacts. Maybe it liked it? Of course. My master will join us shortly. Please, make yourself comfortable if... Oh, well, what's this? A new challenger. One Miss Gossig Gardevoir, at your service. Oh, wir kennen dich aus dem Fernsehen. And don't worry, dear. Autographs are always free of charge. Huh? Haven't you met a Pokémon that can communicate before? Indeed. Indeed, Gardevoir is unique among her kind to be able to psychically project her thoughts in English. I am Verdomus, the Lord of this castle. It is a pleasure to meet you, Challenger. As she has already alluded to, this Gardevoir belongs to me. You may have seen her on TV, she's managed quite a career. And this is my daughter, Luna.
As the castle's maid, I welcome you. Please let me know if there's anything I can do to make your stay more comfortable. And you are Aiko, is that not so? Du hast eine äußerst interessante Kopfbedeckung, Radomus. Ganz schön Wendomus. Oh, don't look so surprised that Master knows who you are already. After all, as Reborn's very own Gossig Gardevoir, it is my business to know things. I know all about your repeated raids on the meteors, your involvement with the other leaders, even your little escapade from the orphanage. Oh, but don't worry, your secrets are safe with me. Und der Narrator so, they weren't. Let us not overestimate the value of that statement. Das ist eine Dialogzeile, die ich sehr, sehr gut finde. Sehr gelungen. Sehr passend. Nonetheless, Aiko, I assume that you have come for your next gym battle. In that case, Gardevoir, Luna, would you please excuse us? Yes, Master. Oh, enjoying a private moment with the Master. How lucky for you. Gardevoir. Going. Gardevoir is lively, but mostly harmless. Feel free to pay her no mind. Or I will pay her all of my mind. That is not why I dismissed them, however. I understand that you have met with Luna's father. That is Al. Allow me to clarify one thing. Though I called Luna my daughter, she is most definitely not. The emerald brooch she wears around her neck is proof enough of that. She appeared one day and claimed me to be her father. Genauso wie sie bei Sarah behauptet hat, dass es ihre Mutter wäre. Scheint ein sehr anhängliches Mädchen zu sein. Despite equal parts confusion and protest, she moved herself right in. Of course, my own family is long since gone and it was a bit empty in here. Ja, wir haben ja im Fernsehen bei seinem Interview davon erfahren, dass seine Frau wahrscheinlich unglücklich das Zeitliche gesegnet hat. How could I say no to her? Indeed, it seems that she is just playing a part in some greater fantasy. She fancies herself a maid and a princess at once and fills each role nicely. She is a strange girl, and has been no small source of amusement and joy for both Gardevoir and I. Of course, the two of them were fast friends too. It's not as if I can just dismiss her now. But tell me, what is your impression of Al? He's a dick, a fanatic dick. He has come calling more than once to reclaim her, but I have refused him. I suspect there may have been some hint of abuse in her past, or else she would not have so fervently fled her birth father. To that end, I am resolved to protect her from him. That is the long and the short of the affair. Also wie ich einfach fast jeden Satz falsch betone. Tja. Master? Pardon the interruption. We have another guest. By all means, please show them in. I don't suppose you were expecting anyone? Oh nein, den habe ich ganz sicherlich erwartet. Aiko. Hey girl, hey. Welcome. I suppose you too have come for a gym battle? Yep. I've got some catching up to do, huh, Aiko? Totally got sidetracked by that whole business with Heather. I did manage to find her again. Not that she was happy about it. Apparently, she was adopted by some guy in Ametrine City. I think his name was Plague. The Plague Box? So that's good enough for me. Long as she's happy. Well, no, there are lost girls all over the place, are there? I beg your pardon? But we now have 2 challengers and only 1 gym. Dann müsst ihr wohl darum kämpfen, wer zuerst dran ist, weil das ja auch Sinn ergibt. Wo sind meine Hände? Da. Easy. Aiko and I will take you on together and then we both get the badge.
If only, if only. But could you play any real strategy with 2 minds on one side of the board? Oh, tell me about it. When the king knows not what the queen is doing, the whole kingdom falls into disarray. Soon after, checkmate. Ich glaube, der Typ mag Schach. Das Schloss, der Boden, die Frisur. Master has amassed his fortune by winning chess tournaments all across the globe. He is quite admirable, don't you... admirable? He's quite admirable, don't you think? I was just kidding anyway. How about this? Iko and I battle to see who challenges first, yeah? No! You may settle it however you wish. A romp with Iko is always good fun. Come on, let's do it. Ich werde wie immer nicht gefragt. Ich hätte doch mein Team tauschen sollen. Scheiße! Oh, Cain, ich mag dich so wirklich. Es ist nicht so, dass ich dich hasse. Überhaupt nicht. Ich mag dich nur wirklich, wirklich, wirklich nicht. Poison Dark. Das hat funktioniert. Wunderbar, Echo. Sehr gut gemacht. Gute Leistung. Mauerwake. Ah ja, ich verstehe. Natürlich würdest du den wählen. Ergibt Sinn. Ja, da habe ich nichts gegen. Schade. So schnell ist der Traum aus. Ja. Gut. Natürlich. So, hier, das sind so die Level, ne? Okay. Aya ist done for. Schade. Ja, das war klar. Oh, Noel, nein, warum denn? Noel, Mann! Na, großartig. Goodbye. Ja, der Kampf ist gelaufen. Komm, einmal noch bitte. Natürlich. Und, wow, hat überlebt. Hätte ich nicht gedacht. Mimikyu, oh nein. Oh nö. Natürlich. Typische Stalling-Strategy. Ja. Jo! So ist es, ne? Da sind wir wieder. Nächster Kampf, nächste Niederlage. Okay, weg mit dem B-Team. Ja, und die ganze Cutscene müssen wir einfach nochmal machen. Geil. Das ist gut gescriptet. Gute Arbeit. Spaß. Cain ist wirklich immer eine Bereicherung für die Story auch. Na, auch als Freund so. Bringt immer Profit. Bringt immer gute Sachen. Hat richtig viel getan bisher für uns. So. Mhm. Hat's leider wieder nicht gereicht. Naja, machen wir das Ganze einfach nochmal. Auch so. Jetzt können wir gegen unseren guten Freund und sympathischen Lebenskünstler Cain antreten. Aber erst nochmal durch diesen tollen Dialog. Ich mag halt die Dialoge in Pokémon Reborn, also die sind schon irgendwo ein essentieller Bestandteil des Spiels. Auch die Charaktere, die Story, das sind alles eher so
Sachen, von denen ich sagen würde, dass es Stärken von Pokémon Reborn sind. Ist eigentlich sogar so gut, dass man sich das glatt 4-5 Mal hintereinander durchlesen möchte. Man kriegt einfach nicht genug davon. Man kriegt nicht genug von diesem geilen Scheiß. Ja, und apropos Scheiß, wir treten gegen Cain an. Alter. Ja, gucken, was wir machen, ne? So, ja, da benutzen wir doch mal Poison Dark. Das ist ja gar nicht mal so gut. Da bringt Fairy natürlich geil. Da habe ich eigentlich nichts dagegen. So. Ja, mach entsprechend auch keinen Schaden. Ja, neu laden. Hätte auch nichts gebracht. Elektroball ist ja gar kein Stahl-Elektro-Pokémon. Es ist ja nur ein Elektro-Pokémon, obwohl das keinen Sinn ergibt. Neu laden. Was war das eigentlich für eine dämliche Idee, Pokémon Reborn zu Let's Playen? Das bringt uns jetzt nicht... Oh mein Gott. Oh mein Gott! Tantrum ist effektiv auf Feuer? Ehrlich gesagt glaube ich das nicht. Wie kann das sein? Wie kann eine sehr effektive Hydropumpe den nicht ins Reich der Sinne befördern? Das kann doch nicht sein. Was mache ich hier eigentlich? Es ist Samstagabend, ich könnte Spaß haben. Stattdessen spiele ich wieder Pokémon Reborn. Ich verstehe nicht warum. Warum tue ich mir das an? Ich könnte jetzt sofort dieses Let's Play abbrechen und es würde genau 0 Leute stören und mein Leben würde es essentiell verbessern. Toll. Ich muss unbedingt für dieses Mimikyu Aya ready haben, damit es ihn vergiftet. Ach, scheiße, die lebt ja nicht mal. Ach, die ist ja gerade verreckt. Slug. Alter Schwede, Slug. Slug. Slug! Liebe! Für eine Schnecke. Die ich nie gut designt fand, aber jetzt gerade. Und natürlich ist der letzte Mimikyu diese Bitch! You always seem to overwhelm me. Ich will dich vierteilen. Ich will dich von der Klippe werfen und mit einer Kalaschnikow hinterher schießen, du menschlicher Dreckhaufen. Du scheiß dreckige Käferexistenz. Ich hasse dich, Cain. Ich hasse dich, du Fickvieh. Fuck, ich Trottel. Okay, sehr gut. Slug, 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 Slug ist das beste Pokémon der Welt. Es ist Slug. Es ist Slug, 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 Slug. Das beste, schönste Pokémon der Welt. Es ist das beste, schönste, tollste Pokémon der Welt. Es ist Slug. Ich bin völlig mindpoken, ihr merkt's. Wer ist eigentlich ihr? Es guckt keiner zu. Es guckt doch eh niemand zu. Ich führe hier Selbstgespräche, seit dieses Let's Play angefangen hat. Habe ich keine Cotton Candy mehr? Oh, das ist aber ein Spaß. Das ist aber ein Spaß. Tja, Slug, jetzt musst du es wohl reißen. Goddammit. Let's go, Slug. Fuck this fucker up. It's cool, I can wait my turn. Just don't keep me on edge too long. Hasse ihn. Jetzt hasse ich ihn wirklich. Jetzt ist langsam die Grenze wieder überschritten. Ich hasse Cain. Er ist einfach nur ein Comic Relief.
Jeder Satz, den er ausspricht, muss eine sexuelle Anspielung sein, weil das ja so lustig ist. Oh, die EntwicklerInnen dieses Spiels, ohne Scheiß. Einer soziopathischer als der andere. Ooh, wow. I'll be honest, I wasn't sure half of what was going on in that battle. Guess I'll have to read up on how this arena works. Soften him up for me in the meantime, yeah? Oh, do you not believe you can best me yourself? Excuse me, master? Is Miss Gardevoir with you? I cannot find her anywhere. I thought she was with you. She was in the foyer when Cain arrived. It would seem that I'll be playing black this game. Master, a message was delivered for you. A message? Now, who might that be? The person who delivered it was dressed in a light robe, but I didn't recognize him. Allow me to see it. Please to be of service. To one Redomus Vanhanan. To one? Does that imply there's more than one? I should like to meet the other. To one Redomus Vanhanan, I have captured your precious Gossig Gardevoir. Ich kann nicht mehr. Should you wish to see her again, you will return my daughter to me immediately. Signed, L. What? No, sincerely? Not even a with love? How rude. That person isn't my father. You are. I wish he would simply admit this already. I beg of you, master, please don't send me away with him. She was really just captured? But she was like right there when we came in. It was likely that they were waiting for such a diversion as your battle. Just as well. We've gotta get her back right away. Absolutely. Miss Gardevoir is my dear friend as well. You will find her, won't you, master? Huh. Don't you worry, we'll take care of it. Right, Aiko? But how? We have no idea where they went. What do we do? Nothing. Master? There's no need to do anything. What are you talking about? She's your Pokemon, don't you care at all? Of course I do. It's for that reason that I need not act. Ah, you make no sense at all sometimes. I'll go find her myself then. Please wait, I wish to help as well. Luna, it will not do to let you place yourself in check. You are the piece he wants to capture after all. If you are so determined, allow me to act in your stead. I'm on the case. Do wait here. It will not do to let yourself fall into his trap. Ich hasse mich und dieses Spiel und alles. Tschüss.